Herzlich willkommen im Jüdischen Museum München, heute leider nur virtuell. Wir haben bei uns im Museum, in unserem Bestand, einen Teilnachlass von Kurt Landauer, nämlich Briefe, die der langjährige Präsident des FC Bayern München vor 1933, aber auch nach 1945 aus seinem Schweizer Exil an seine spätere Ehefrau nach München schrieb. Ein Team des Jüdischen Museums, Lara Theobald, Lilian Harlander und Jutta Fleckenstein, haben diese Briefe wissenschaftlich bearbeitet. Jutta Fleckenstein hat sie gemeinsam mit Rachel Salamander im Inselverlag herausgegeben. Heute Abend geben Jutta Fleckenstein und Rachel Salamander Einblicke in diese Briefe. Und Nicola Edler-Goller und Michael Grimm werden Passagen aus diesen Briefen vorlesen. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend hier bei uns im Jüdischen Museum München. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zur digitalen Veranstaltung der Literaturhandlung in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum München. Wir stellen Ihnen heute die Lebensgeschichte von Kurt Landauer, dem legendären Präsidenten des FC Bayern, vor. Heute ist ein besonderer Tag, denn am 21. Dezember vor 60 Jahren starb Kurt Landauer in München. Er gehörte zu den wenigen im Nationalsozialismus verfolgten Juden, die nach der Shoah entschieden, aus dem Exil in die Heimat zurückzukehren. Jetzt ist der Nachlass von Kurt Landauer und seiner späteren Ehefrau Maria Baumann im Inselverlag bei Suhrkamp erschienen und rückt die beiden in ein völlig neues Licht. Den Einblick in diesen erst vor kurzem gehobenen Nachlass, der aus Landauers Lebensbericht und einem Briefwechsel zwischen ihm und Maria Baumann besteht, ist den beiden Herausgeberinnen Rachel Salamander und Jutta Fleckenstein zu verdanken. Rachel Salamander, Gründerin der Literaturhandlung, ist vielfach für ihre Arbeit ausgezeichnet worden. Zuletzt mit der Ehrenbürgerschaft der Stadt München und dem Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf. Aktuell setzt sie sich für die Wiederherstellung der ehemaligen Hauptsynagoge in der Reichenbachstraße ein, dem letzten architektonisch wertvollen Bauwerk des Münchner Vorkriegsjudentums im Bauhausstil. Jutta Fleckenstein ist Historikerin und seit 2005 Kuratorin und stellvertretende Direktorin des Jüdischen Museums Münchens. Im Rahmen ihrer Arbeitsschwerpunkte Identität und Migration realisierte sie die Dauerausstellung Stimmen, Orte, Zeiten. Sie begleitete außerdem die Eröffnung des Erinnerungsortes Olympia-Attentat München 1972 mit der Wechselausstellung Never Walk Alone – Jüdische Identitäten im Sport. Wir freuen uns sehr auf die heutige Lesung, auch mit den beiden Schauspielern Michael Grimm und Nicola Edler-Goller und den Kommentierungen der beiden Herausgeberinnen Jutta Fleckenstein und Rachel Salamander. Geliebte Maria, es ist nun gerade das 4. Mal, dass ich die nachfolgenden Zeilen schreibe. 3-mal habe ich das, was ich niedergeschrieben habe, vernichtet, weil ich nicht sicher war, ob nicht das Geschriebene in unrichtige Hände fallen würde. Die erste Niederschrift erfolgte in der Zeit der Monate Juni bis August 1939. Als dann im September der Krieg ausbrach, wurde sie zerrissen. Ein 2. Mal schrieb ich meine Gedanken auf in den Monaten Januar bis März 1940. Als dann im Mai der deutsche Einfall nach Belgien und Holland stattfand und infolge der Schlacht um Frankreich das Kriegsgeschehen sich an der Schweizer Grenze teilweise vollzog, da fielen sie wiederum der Vernichtung anheim. Ein Jahr später, in den Monaten März bis Mai 1941, füllte ich wieder Seite um Seite, Bogen um Bogen. Diesmal allerdings behielt ich sie lange bei mir, aber auch sie konnten dich nicht erreichen. Denn ich hatte keine Gelegenheit, dir das Geschriebene zu übermitteln, weil sich niemand fand, es mit sich zu nehmen, um es dir zu übergeben. Als ich dann im Juli 1943 zum Arbeitsdienst hier aufgeboten wurde, hielt ich es für vernünftiger, ein 3. Mal die Seiten zu vernichten.
Es war unnötig allerdings, denn in letzter Minute sozusagen ging der Kelch des Arbeitsdienstes an mir vorüber. Heute, am 18. Oktober 1944, beginne ich nun abermals. Warum und weshalb? Mag sein, dass ich eines Tages nicht mehr unter den Lebenden sein werde. Mag sein, dass man eines plötzlichen Todes stirbt. Es kann aber auch sein, dass man nicht mehr den Mut hat, weiterzuleben und selbst Schluss macht. Es ist zwischen uns beiden so viel Unausgesprochenes, so viel Ungeklärtes, dass ich es für meine unbedingte Pflicht halte, dir die Dinge so zu schildern und darzustellen, wie sie sich tatsächlich ereignet haben, wie sie in Wirklichkeit abgelaufen sind. Du, Maria, sollst von mir ein wahrheitsgetreues Bild haben, wie ich wirklich gewesen bin. Und vor allen Dingen, wie ich dir gegenüber gefühlt, wie meine Einstellung zu dir gewesen ist. Sie haben nun die ersten Abschnitte aus dem Lebensbericht Kurt Landauers, dem langjährigen Präsidenten des FC Bayern, gehört, die er 1944 in der Emigration in Genf verfasst hat. Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen heute, mehr als 70 Jahre nach Landauers Rückkehr aus der Emigration nach München, dieses wertvolle Zeitdokument, den Briefnachlass von Kurt Landauer und Maria Baumann vorstellen können. Es handelt sich um 77 handgeschriebene Seiten eines Lebensberichtes von Kurt Landauer, geschrieben für Maria Baumann, 25 Briefe zwischen den beiden und dazu weitere Dokumente. Ich weiß noch, wie wir 2017 die teils handschriftlichen, teils maschinengeschriebenen Briefe das erste Mal in Händen hatten und überrascht und erstaunt gewesen sind. Wie war es möglich, dass diese Stimmen überliefert waren, die Dokumente, Zeitzeugenberichte darstellten aus der Weimarer Republik, aus der Zeit des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit. In so einer umfassenden Weise. Und wie war es möglich, dass sie bis fast zum 60. Todestag Kurt Landauers nicht gefunden und an die Öffentlichkeit gekommen waren. Wir recherchierten hier im Jüdischen Museum München schon seit 2005 an der Biografie Landauers und hatten nur wenige Erinnerungsstücke gefunden und gar keine Worte von ihm selbst zu seinem privaten Leben. Erst mit dem Landauer Spielfilm im Bayerischen Fernsehen 2014 entschloss sich dann die Familie Baumann, den Briefenachlass an die Öffentlichkeit zu geben, und sie erkannte dann auch erst die Relevanz der vielen Details zum Leben Landauers und Maria Baumanns für eine breitere Öffentlichkeit. Und glücklicherweise wurde der Nachlass an das Jüdische Museum München gegeben. Frau Salamander wird nun die beiden Protagonisten der Briefe genauer vorstellen. Dieser Briefwechsel ist ein einzigartiges Zeitdokument, zeigt aber auch eine wunderbare Liebesgeschichte, und vor allen Dingen rückt dieser Briefwechsel und der Lebensbericht Kurt Landauer und Maria Baumann in ein völlig neues Licht. Kurt Landauer, der ja bekannt ist aus verschiedenen Büchern und einem großen Spielfilm, ist ja immer als eine super Legende rübergekommen, aber hier in diesem Briefkonvolut, in diesen Dokumenten, ist er nicht der Machtmensch des FC Bayern und nicht einer, der durchregiert, sondern uns kommt ein Privatmann entgegen mit Gefühlen und mit einem bitteren Schicksal.
Der Briefwechsel und der Lebensbericht zeigen aber auch, wie wichtig, wie überlebenswichtig Korrespondenzen für Exilanten war. Und diese Briefe sind ein Zeugnis dessen, dass durch den Briefwechsel Maria Baumann Kurt Landauer auch in schwierigsten Zeiten beigestanden ist und ihn sozusagen über das Exil, das sehr lange gedauert hat, von 1939 bis 1947, wirklich über die Runden geholfen hat. Kurt Landauer und Maria Baumann kommen zusammen 1927, als Maria Baumann als Haushälterin in den Haushalt der Landauers kommt. Sie ist 27, er ist 43 und sie stammt aus einer armen Familie im Umkreis Memmingens. Sie ist das dritte von 8 Kindern. Ihr Vater war Fabrikarbeiter, ihre Mutter Köchin und sie ist keine Jüdin, sie ist Protestantin. Also 1927 kommt sie in den Haushalt zu den Landauers. Er ist 43 und die Beziehung beginnt. Die Familie Kurt Landauers ist in einem völlig anderen Status. Sie lässt sich zurückverfolgen bis ins 17. Jahrhundert nach Hürben im Schwäbischen. 1884 erhält der Vater von Kurt Landauer bereits die Bürgerrechte. Das heißt, die Familie ist in die Großstadt gezogen, weil hier einfach bessere Entfaltungsmöglichkeiten gegeben waren. Er hat Erfolg als Textilkaufmann mit seinen Damenmoden und steigt in die bürgerliche Klasse auf, ist sehr gut vernetzt in München mit Künstlern und Literaten. Kurt Landauer wächst assimiliert auf, patriotisch im wilhelminischen Deutschland und wird im Ersten Weltkrieg als Patriot im Krieg kämpfen und sogar verletzt werden. Seit dieser Zeit, 27, findet die Beziehung zwischen Maria Baumann und Kurt Landauer eher im Verborgenen statt. Zunächst einmal, weil das vor der Familie geheim gehalten werden musste, denn die Standesunterschiede waren doch zu groß, abgesehen von der Religion. Aber dann findet die Beziehung sozusagen aufgrund des Nationalsozialismus im Verborgenen statt, denn die Beziehung zwischen einem Juden und einer Christin, einer Nichtjüdin, gilt als Rassenschande und wird geahndet. Trotzdem ist Maria Baumann bei Kurt Landauer geblieben. Maria, geliebte Maria, ich kann dir nicht schildern, nicht beschreiben, was die Korrespondenz mit dir für mich ist, was mir deine Briefe, deine Karten bedeuten, wie unendlich wertvoll das alles für mich ist. Du wirst es wohl nie so ganz begreifen, gänzlich erfassen können und wohl oft gedacht haben, wenn ich dir schrieb, ein Tag, da ich Nachricht von dir habe, ein Tag, da ein lieber Brief von dir kommt, ist ein Festtag, ein Feiertag für mich. Ja, schau doch einer mal den überspannten Menschen an. Nein, Maria, so ist es wirklich nicht. Es ist schon wirklich so, dass deine Briefe für mich stets und immer der Quell einer unversiegbaren Freude ist. Dass ich mit diesen deinen Briefen lebe und in ihnen lebe. Und darum sei ihnen auch ein breiter Raum in meinen Aufzeichnungen eingeräumt. Und glaube mir, Maria, oft und oft lese ich deine Briefe wieder durch. Sie ergreifen mich immer aufs Neue. Ich möchte sogar sagen, je mehr als man von dem Zeitgeschehen Abstand nimmt. Als ich jeweils die gesammelten Briefe und Karten vernichtet habe,
nicht ohne sie mehrmals noch durchgelesen zu haben, da hat es mich doch immer wieder gepackt. Ich habe geweint, wie ein Mensch eben Schmerz empfindet, der etwa durch Tod etwas sehr Liebes hergeben muss. Ich muss es dir immer wieder erneut sagen, wie gescheit deine Briefe geschrieben sind, wie klug du die einzelnen Probleme anfasst und was für einen guten Briefstil du dein eigen nennst. Da kann man nur restlos Respekt haben. Es ist so schwer gewesen für dich zu schreiben. Ich weiß es wohl. Es ist wohl mit jedem Monat, ja sogar mit jeder Woche schwieriger geworden. Umso mehr und umso höher aber erkenne ich es an, dass du unsere Korrespondenz, das einzige äußerliche Zeichen, das uns noch zusammenhält, weiterhin aufrecht hältst. Dafür danke ich dir, meine geliebte Maria, aus bewegtem Herzen. Es ist immer ein Eigending mit unseren Briefen gewesen. Und es wird wohl nicht zu oft vorgekommen sein oder noch sich ereignen, dass zwei Liebende ihre Korrespondenz in einer solchen Form abwickeln müssen. Mein liebster Mann, Ihr lieber, inniger Brief vom 27.01. kam am 7.2. hier an. Und es geht mir wie Ihnen, mein Bester. Ich muss Ihre Zeilen wieder und wieder lesen. Vielen, vielen Dank für all Ihre lieben und so vertrauten Worte, die mich so froh und glücklich machen. Aber mein lieber Kurt, Sie dürfen mich nicht so loben für Dinge, die für mich selbstverständlich waren oder sind. Wie gerne hätte ich mehr getan für Sie und Ihre Geschwister. Wie oft habe ich gestöhnt mit gebundenen Händen. Leider ist so vieles zerronnen. Es ließ sich in der schrecklichen Zeit nicht aufhalten. Nur eines ist unverändert geblieben: unsere Zuneigung, der unerschütterliche Glaube zueinander. Es ist, wie Sie schreiben, wir werden uns wieder so gut verstehen wie all die Jahre, die wir das Glück hatten, miteinander zu verleben. Wie gerne denke ich daran und wie frisch ist mir alles in der Erinnerung. Ich weiß wohl, dass es nie zu dieser grausamen Trennung gekommen wäre, wenn Hitlers Politik uns nicht dazu gezwungen hätte. Es hat mir oft trostlose Stunden bereitet, dass ich meinen Kummer um diesen Abschied vor Ihnen nicht besser verbergen konnte, um Ihnen das Gehen zu erleichtern. Niemand weiß, wie schwer ich darüber wegkam. Um das gesellschaftliche Umfeld Kurt Landauers in München genauer zu erfassen, muss natürlich ein Blick auf Landauer als Fußballfunktionär geworfen werden. Fußball, der englische Sport, kam erst Ende des 19. Jahrhunderts in den deutschsprachigen Raum. Und in Mitteleuropa trat die neue Sportart auch in Konkurrenz zum Turnen und Fechten, also Leibesübungen, die sehr mit Nationalbildung und Wehrhaftigkeit verbunden gewesen sind. Kurt Landauer war ein typischer Vertreter eines Fußballspielers. Er war bürgerlich, er lebte in einer Großstadt, er wurde vom Vater in die Schweiz geschickt, um dort eine kaufmännische Lehre zu machen. Und dort kam er in Kontakt mit diesem Sport. Er spielte Fußball mit englischen Studenten und lernte überhaupt erst die Regeln und die Idee dieses Spiels kennen. Er kam dann zurück nach München und trat dort sehr früh in den FC Bayern München ein Fußballclub, der in Schwabing 1900 gegründet wurde, und Landauer war dann schon 1901 dort Torhüter. Schnell, 1904, arbeitete er ehrenamtlich als Schriftführer und war schon vor dem Ersten Weltkrieg erstmal Präsident des FC Bayern München. Und obwohl, Rachel Salamander hat es schon gesagt, Landauer Patriot gewesen ist im Ersten Weltkrieg, war er sehr kosmopolitisch. Er holte sich Trainer aus England, aus dem
ungarisch-österreichischem Raum, um eben die Spielweise in München und auch die Fähigkeiten der Fußballspieler in seinem Verein zu verbessern. Er suchte die Professionalisierung, er wollte, dass mehr Leute Fußball spielen, dass mehr Zuschauer gewonnen werden können und dass die Sportart sich viel mehr in München etablierte. Und in dieser Zeit, in der er Präsident gewesen ist, stieg die Mitgliederzahl von 400 Vereinsmitgliedern auf um die 1600 Vereinsmitglieder. Sind natürlich witzige Zahlen, wenn man den Kontext heute sieht. 290.000 FC Bayern-Mitglieder weltweit. Also man sieht, was Fußball damals noch für eine Nische gewesen ist. Und in dieser Nische haben eben auch neben den mehrheitlich katholischen Unterstützern, Spielern, Fans sich auch protestantische und jüdische Leute eingefunden und wurden Teil des Vereins. Für Juden war es natürlich besonders reizvoll. Man war als neue Inhaber einer Staatsbürgerschaft, Teil der Gesellschaft und konnte eben auch in einer solchen neuen Sportart Raum gewinnen und Teil einer Gruppe sein. Landauer selbst hat sich dann mit seinem Konzept sehr stark durchgesetzt. Er konnte für seinen Verein, den FC Bayern München, 1932 dann das erste Mal die deutsche Meisterschaft gewinnen. Und die Schwarz-Weiß-Aufnahmen von der Siegesfeier am Marienplatz sind ja sehr bekannt. Ja, und dann kam das Ereignis, das in Großbuchstaben in dem Lebensbericht geschrieben. Dann trat das Ereignis ein, das alles für uns von Grund auf wandeln sollte. Kurt Landauer meint damit den 30. Januar 1933. Hitler wird zum Reichskanzler gewählt und für die Juden beginnt sich nach und nach die Schlinge zuzuziehen. Am 21. März 1933 lesen wir in der Süddeutschen Zeitung von der Errichtung des Konzentrationslagers Dachau. Am 22. März bereits tritt Kurt Landauer als Präsident des FC Bayern zurück, einige Wochen nachdem er vorher wiedergewählt worden war. Der Lebensbericht spricht von Diffamierung, von Ausgrenzung und wir sehen die Entbürgerlichung Kurt Landauers anlaufen. Er wird aus dem Zeitschriftenverlag Knorr und Wirth entlassen. Er fängt als Versicherungsvertreter an, erfolglos geht er von Tür zu Tür und beschreibt diese Phase als eine der schrecklichsten Zeiten seines Lebens. Er findet dann Unterschlupf in der Wäschefabrik der Familie Klauber und dann ist es soweit. Nach der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wird Kurt Landauer verhaftet und nach Dachau verschleppt. Wir hören lesen in dem Lebensbericht nicht sehr viel darüber, er spricht nicht viel darüber, aber wir erfahren, dass er doch massiv malträtiert wurde, dass ihm in den stundenlangen Zählappellen die Zehen erfroren sind und dass er unglaublich viel abgenommen hat. Auf alle Fälle zeigt sich an diesem Leben Kurt Landauers das gesamte Schreckensszenario des Nationalsozialismus, unter das die Juden geraten waren, die vorher noch Bürger waren, waren jetzt nichts mehr.
Man schrieb den 10. November 1938. Wie gewohnt war ich um 7 Uhr in die Fabrik gefahren, hatte nichts Außergewöhnliches gesehen oder bemerkt. Als dann das Personal kam, da wurde allenthalben erzählt, dass jüdische Geschäfte in der Nacht zerstört worden sind, dass Wohnungen in Brand geraten waren und dergleichen ungeheuerliche Dinge mehr. So gegen 11 Uhr kamst dann du, Liebes, in die Fabrik. Verweint erzähltest du, dass der Paul geholt worden sei. Abends sollte ich bei Tilly und Lelle essen, versprach dir aber zwischen Arbeitsschluss und Abendessen nach Hause zu kommen, um mich nach dir umzusehen. Auf die Idee, mich bei Freund Franz in Sicherheit zu bringen, bin ich gar nicht gekommen. Merkwürdigerweise du aber auch nicht. So kam, was unausbleiblich war. Um 2 Uhr wurde auch ich verhaftet. Ich will mit Absicht all das übergehen, was sich während meines 33-tägigen Aufenthalts in Dachau ereignete. Nur so viel, was dich persönlich betrifft. Du kannst dir denken, dass die unsinnigsten Gerüchte unter uns Häftlingen im Umlauf waren, teilweise natürlich in Gang mit der Absicht gesetzt, uns nervlich noch mehr zu belasten, als es schon so der Fall gewesen ist. So kam Paul eines schönen Tages mit der Nachricht, dass alle jüdischen Wohnungen haben geräumt werden müssen, dass zuvor aber schon die arischen Hausangestellten ihren Platz verlassen mussten. Er jammerte und war noch verzagter, als es schon war. Ich aber sagte, dass unsere Maria auf ihrem Posten geblieben ist und uns nicht verlassen hat. Das war meine felsenfeste Meinung gewesen. Am 13. Dezember wurden Paul und ich entlassen. Dadurch, dass ich am Bahnhof Dachau ein Auto fand, mit dem ich und noch andere 4 Herren nach München fuhren, kam es, dass ich bereits vor 5 Uhr in Schwabing war, also um fast 1 Stunde früher, als die Freigelassenen aus Dachau sonst eintrafen. So geschah es, dass du nicht zu Hause gewesen bist, sondern bei deinem täglichen Besuch bei Frau Maria. Und als ich dort vom Telefonkiosk am Kurfürstenplatz anrief, du schleunigst nach Hause liefst und vor lauter Eile deine schönen, selbstgestrickten Handschuhe liegen hast lassen. Ich aber bin um etwas gekommen, was ich mir schon Tage und Tage vorher mit großer Freude und doch größerem Wohlbehagen habe ausgemalt. Meine Heimkunft. Unten 2-mal läuten. Versteht sich, dass der Bimbis mein Läuten kennt, kurz, lang. Und wie wäre er da überrascht gewesen? Aber als du dann atemlos die Treppe heraufgestürmt kamst, ich war dann schon zu Hause, da gab es doch eine so innige, so herzliche, vielleicht sogar wehe Begrüßung. Es kamen Lelle und Tilly noch zur Begrüßung. Später gegen 7 Uhr ist dann auch der Paul heimgekehrt. Ein alter, gebrochener Mensch, dem das Lager kolossal zugesetzt hatte. Weißt du noch, dass er, der doch jeden Abend Klavier spielte, wochenlang hernach seinen Flügel nicht mehr anrührte? Ich ging dann zum Abendessen zu Frau Maria und merkwürdig, dieses zum ersten Mal wieder an einem gedeckten Tische essen, dieses wieder unter menschenwürdigen Dasein, auf das man sich schon lange gefreut, das man sich immer wieder so freundlich ausgemalt hat, hat mir nicht zugesagt. Das Essen mit Messer und Gabel, vor sich zum ersten Male wieder ein Stück Fleisch, mir nicht geschmeckt. Ich führe das nur deshalb an,
weil es das große Ereignis für uns Häftlinge sein sollte. Und dann die Enttäuschung ward. Denn wie mir ist es noch vielen anderen, die ich sprach, ergangen. Man gewöhnte sich wieder an sein normales Leben, soweit für uns von normal noch gesprochen werden konnte. Maria Baumann hatte 2 Tage nach Kurt Landauers Deportation nach Dachau einen Visumsantrag im amerikanischen Konsulat für ihn in Stuttgart gestellt. Die hohe Wartenummer machte aber sofort deutlich, dass eine Flucht nach Amerika zu diesem Zeitpunkt schon ausgeschlossen war. Sein letzter Anker in München war die Familie Klauber, mit der er schon Jahrzehnte verbunden war. Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatte er eine Liaison mit der Tochter der Familie, Maria Klauber, eigentlich die zweite Maria in seinem Leben. Und die Ehewünsche oder die Idee einer Ehe scheiterte, weil sein Vater dagegen war. Er blieb aber dennoch mit Maria Klauber befreundet und auch mit deren Brüdern, wovon 2 auch Mitglieder des FC Bayern gewesen sind und auch große Fans des Vereins. 1938 entschlossen sich die Brüder auf Umwegen nach Amerika zu fliehen. Maria Klauber Klopfer inzwischen, sie hatte geheiratet, ging jedoch mit ihren Eltern in die Schweiz und sie kümmerte sich um eine Einreisegenehmigung für Kurt Landauer. Die Klaubers bürgten für ihn. Sie erledigte viele Formalien, sodass er schließlich am 17. Mai 1939 die Flucht in die Schweiz antreten konnte und dann auch einen Ort für sich in Genf fand. Über seinen Abschied aus München schreibt er dann: Früh um 6 ging es aus den Federn. Ich nahm mein Frühstück, äußerlich ruhig, innerlich umgeworfen. Dann kam unser Abschied. Ich machte es kurz, nahm deinen geliebten Kopf in meine beiden Hände, dankte dir aus wundem Herzen für all deine Liebe und Treue, küsste deine lieben blauen Äuglein, deinen geliebten Mund mit wehen Lippen und sah zu, aus dem Hause zu kommen, bevor mich die Wehmut übermannte. Du gingst mit mir die Treppe hinab, aufgeregt und aufgewühlt, wie nie ich dich noch gesehen habe, bis aus dem 3. Stock der Sohn von Bauers herauskam und uns jäh trennte. Unten angekommen musste ich dann in der Viktoriastraße in eines der nächsten Häuser, in den Hausgang, mich erst einmal richtig auszuweinen. Denn der Schmerz hatte mich überwältigt. Es hat mich gestoßen vor lauter Schluchzen. Ich habe geweint wie ein kleiner Bub. Dann setzte ich meinen Weg fort, den Schirm am Arm, ein kleines Köfferl in der Hand, als ob ich zum Wochenende nach Pasing fahren würde und nicht für immer und ewig die Stadt verlassen würde, in der man sein ganzes Leben zugebracht hat. Nicht, als ob ich eben von einem Menschen mich getrennt hätte, der mir durch lange Jahre das Höchste und Liebste auf der Welt gewesen war, für und in dem ich gelebt habe. Und bezeichnend für mich ist auch gewesen, dass ich am Bahnhof allein gewesen bin. Niemand da, der mir noch die Hand gedrückt hätte. Du, der du die letzten Jahre mein treuer, lieber Weggefährte gewesen bist, du konntest nicht da sein. Es wäre zu gefährlich in letzter Stunde gewesen. Jemanden anderen aber wollte ich nicht.
Also so höre, herzliebe Maria. Der Augenblick, auf den ich die ganze Reise über äußerst gespannt gewesen bin, war der des Grenzübertrittes. Nicht wegen der Zollformalitäten oder so, nein, der Gefühle wegen, die man dabei empfindet. Und es war merkwürdig, vielleicht sogar enttäuschend. Ich hatte überhaupt keine Auf- oder Erregung. Es war mir vollkommen gleichgültig. Keine Freude, keine Trauer, nichts, rein gar nichts. So also hatte die Heimat einen abgestumpft mit all ihren Demütigungen. Auf Schweizer Boden aß ich dann im Zug zu Mittag. Das letzte Mittagessen von Lieb Bimbis gerichtet. Und wie gerichtet? Als ob du noch einmal mir deine ganze Liebe zeigen wolltest. So aß ich unter Tränen, denn ich war so weich gestimmt. So sehr schweiften meine Gedanken zu dir zurück und suchten dich in unserer lieben Kuchel. Zu Zürich gab ich dann das erste Schweizer Geld aus, 20 Centime, für eine Postkarte für dich. Ja, und jetzt beginnt ein sehr langes Exil von 1939 bis 1947. Einer, der aus dem Leben geworfen worden ist, dessen Würde mit Füßen getreten worden ist, dessen Leben nichts mehr wert war. So einer gilt auch in der Fremde nicht sehr viel. Er war in der Schweiz den restriktiven Bestimmungen der Schweiz unterworfen. Die Schweiz war auch nicht ging auch nicht sehr glimpflich mit Flüchtlingen um. Ungefähr 1400 Flüchtlinge aus Deutschland insgesamt wurden da aufgenommen. Die Bedingungen waren sehr hart. Man musste Bürgschaften nachweisen und so weiter, Visa in Drittländer. Die Schweiz hat die Leute nicht arbeiten lassen. Also es war ein Glück für Kurt Landauer, dass er überhaupt noch den Weg in die Schweiz gefunden hat, sehr spät, 1939. Dennoch blieb er in diesem Exil natürlich ein Entwurzelter. Er war abhängig vom Goodwill der Behörden und war abhängig von der Familie Klauber, auch nicht sehr angenehm. Ohne die hätte er dort nicht existieren können. Maria Klauber, obwohl er sie ja mit einem Heiratsversprechen etwas sitzen hat lassen, hat sich fabelhaft benommen und hat ihm, wenn man so will, das Leben gerettet. Sein Leben lief dort sehr monoton, eintönig ab. Er hatte kaum Kontakte, lebte in einem einzelnen Zimmer und war sozusagen in Gesellschaft der Eltern von Maria Klauber mit Maria Klauber. Und somit leite ich zu einem weiteren Kapitel über, das meine Einstellung zu meinem ehemaligen Heimatland betrifft. Denn auch hierin sollst du klar sehen, damit du mir gerecht werden kannst, Maria. Und vielleicht wird dir aus nachfolgenden Zeilen manches begreiflich, was du in meinen Briefen nicht verstehen konntest. Zuvorderst gehöre ich nicht zu den Emigranten, die nur Schlechtes über Deutschland zu sagen haben, die nur ihre ehemalige Heimat besudeln können. Nein, ich habe mir immer noch ein Erinnern bewahrt an mein Land, das zum Schönsten meines Lebens gehört. Ich habe mein München geliebt und habe es und werde es nie vergessen. Ich habe zwei Menschen dort, denen ich verbunden bin, wie immer ich es war. Das bist du, Maria, du in inniger Liebe,
Und es ist Franz Herzing, diesem in treuer Freundschaft. Weil ich mir diese Gefühle bewahren konnte und weil ich niemals vergessen kann, welch schöne und welch glücklichen Zeiten ich in München verleben konnte, darum ist meine Gesinnung nicht verändert worden. Sie hat auch grundsätzlich keine Änderung dadurch erfahren, dass 3 meiner Geschwister direkt, ein Bruder indirekt hingemordet worden sind. Von den nämlichen Menschen, mit denen man einmal in einem Lande zusammenlebte, dessen Bürger man gewesen ist. Weißt du, was es heißt, wenn man in reiferen Jahren plötzlich heimatlos geworden ist? Wenn man seine Nationalität verlieren muss und auf einmal staatenlos geworden ist? Weißt du, was es heißt, in einem fremden Land auf Ruf und Widerruf leben zu müssen? Keine Möglichkeit zu haben, sich auch nur einen Groschen zu verdienen. Weißt du, was es heißt, unter fremden Leuten leben zu müssen? Jahr aus, Jahr ein in dem nämlichen, bescheidenen Zimmer. Nein, Maria, das alles weißt du nicht. Dank deinem Herrgott, dass du eine Heimat hast, dass du weißt, wohin du gehörst und dass du Herr deiner selbst bist. Wenngleich auch die Lebensbedingungen für dich nur allzu oft unerträglich harte sind. Im Auslande aber glaubte niemand daran, dass die Geheimwaffen, Volksgrenadierdivisionen, die alten Männer und die jungen Burschen in den Volkssturmbataillonen an der unabänderlichen Tatsache der Niederlage etwas ändern könnten. Es ließe sich nur der Zeitpunkt etwas hinausschieben. Man wollte es im Reiche nie wahrhaben, dass schlussendlich die Bombardierungen der deutschen Städte ausschlaggebend sein werden. Es ist hart, ja, es ist unmenschlich, einstmals friedliche Orte und Städte derart heimzusuchen. Aber, und nun kommt das große Aber, Deutschland hat kein Recht, sich darüber aufzuregen und von Terrorangriffen auf friedliche Städte und deren Zivilbevölkerung zu reden. Denn erstens ist erwiesen und bewiesen, dass das Reich es war, das mit diesen Angriffen auf englische Städte begonnen hat. Zweitens ist jeder Ort und jede Stadt von kriegswichtiger Bedeutung, denn überall wird für die Kriegsindustrie oder für die Kriegswirtschaft gearbeitet. Ein Rathaus, ein Arbeitsamt, eine Bank, ein Bahnhof und so weiter, alle sind kriegswichtige Objekte. Ein Land aber, das überall solche Grausamkeiten sich hat zu Schulden kommen lassen, wie das Reich, durch seine SS-Männer und Gestapo-Beamten, hat für immer und jede Zeit das Recht endgültig verwirkt, sich über irgendetwas aufzuhalten, was von Feindesseite gegen ihn unternommen wird. Kurt Landauer entschließt sich, 1947 nach München zurückzukommen. Die meisten jüdischen Verfolgten und Geflüchteten entscheiden sich anders als Kurt Landauer und bleiben in ihrem Ort der Emigration und versuchen dort eine neue Heimat zu finden. Nur ungefähr 4% der Emigranten kehren wie er in seine Heimat zurück. Für die Stadt München bedeutet das, dass bisher recherchiert nur 57 Personen, die geflohen sind, die in München geboren waren, sich entscheiden, nach München zurückzukommen. Landauer kommt in eine Situation, wo die Asymmetrie der Erfahrungen nicht größer hätte sein können. Er, der alles verloren hatte, seine Familie, seine Staatsbürgerschaft, seine Freunde, seine Existenz, kommt in Kontakt mit den dagebliebenen Deutschen, die dem Nationalsozialismus gedient hatten, als Mitläufer oder Profiteure, als Arisseure oder gar Täter. Für die Migrationsforschung stellt sich die Frage,
wie Landauer agiert hat, um seinen rechtmäßigen Platz in der Münchner Gesellschaft wiederzubekommen. Und bei Kurt Landauer ist natürlich diese Analyse besonders interessant, weil er ja nicht nur in seine Heimatstadt zurückkehrt, sondern weil er auch in den Fußballverein, aus dem er von 1933 an immer weiter verdrängt worden ist, zurückkehrt und dort erneut Präsident wird. Landauer geht in dieser Situation sehr weit. Es finden sich sehr viele Begegnungen von ihm mit Freunden, mit Vereinsmitgliedern, mit Nachbarn in diesem Buch. Und man sieht eben, wie ambivalent er auch handelt. Er gibt eidesstattliche Erklärungen ab in Entnazifizierungsprozessen. Er fährt zu Verbandstagungen mit Leuten, von denen er weiß, dass sie sogenanntes jüdisches Vermögen arisiert haben. In dieser Situation immer seinen Platz in der Gesellschaft wiederzubekommen. Den letzten Briefauszug, den wir jetzt heute hören, der ist aus einem Brief von Maria Baumann an Maria Klauber-Klopfer in New York vom 14. Juni 1948, wo noch einmal die Nachkriegssituation von Kurt Landauer und Maria Baumann beschrieben wird. Da Herr Landauer heute in Stuttgart zu einer wichtigen Verbandssitzung gefahren ist, kann ich Ihnen ausführlich über die liebe Obrigkeit schreiben, ohne fürchten zu müssen, gefragt zu werden, ob ich vielleicht Geheimnisse mit Ihnen hätte. Er liebt es immer noch nicht, wenn man über ihn spricht, und sei es auch das Beste. Gesundheitlich geht es ihm sehr gut. Das kühle, regnerische Wetter belastet zwar seine Bronchien, aber ohne die schweren Nebenerscheinungen. Ihre guten Husten- und Halsdrops haben so viel Freude gemacht und schaffen viel Linderung, gerade bei den rauchigen Sitzungen, deren eine gestern stattfand und Herr Präsident Landauer 1,5 Stunden seinen ausgezeichneten Bericht, Urteil von Freund Franz, verlesen musste. Er wurde für das kommende Jahr wiedergewählt. Und er hat es sehr schwer, nach der Geldreform den Club zu leiten. Nur ihm ist es zu verdanken, dass der Verein überhaupt noch existieren kann. Nun schreibe ich schon wie ein altes Bayern-Mitglied. Ich höre so viel davon und interessiere mich dafür, weil ich immer wieder sehe, wie viel Liebe und Arbeit sein Präsident auf den Club verwendet und was er ihm bedeutet. Er wäre ein sehr einsamer und menschenscheuer Mensch, wenn er die Beschäftigung nicht hätte, die jeden Tag seinen vollen Einsatz verlangt. 1 Jahr leitet er schon seinen Club und gestern erhielt er von seinen alten Getreuen volle Anerkennung dafür. Aber Kurt Landauer kommt nicht der Bayern wegen nach München zurück. Er schreibt, aber der Bayern wegen komme ich ja nicht. Da ist schon ein ganz, ganz anderer Anziehungspunkt. Dieser Anziehungspunkt ist natürlich Maria Baumann, für die Kurt Landauer vorwiegend zurückgekehrt ist. So sehr Kurt Landauer für den Fußball und für den Verein lebte, so sehr dokumentiert dieser Lebensbericht doch diese besondere Beziehung zwischen diesen beiden Menschen, Kurt Landauer und Maria Baumann. Das ist ja das, was ihn über die Emigration gehalten hat, der Briefwechsel mit ihr. Nach München zurückkehrend ist ja nichts mehr, was es vorher war. Das deutsche Vorkriegsjudentum hat aufgehört zu existieren. Er kommt in eine völlig andere Welt. In der Innenstadt fehlen alle jüdischen Geschäfte. Und das Judentum hat sich grundlegend verändert. Es gibt hier nur noch diejenigen, die den Holocaust, die Shoah überlebt haben, Juden aus Osteuropa. Er kommt zurück zu Maria Baumann, die ihm so lange die Stange gehalten hat, die seiner Familie in bitterster Not, kurz immer jeweils bis zur Deportation beigestanden hat, Lebensmittelkarten mit den Brüdern geteilt hat, als er im Exil war.
Was das unglaublich Ergreifende an diesem Briefwechsel ist, dass Kurt Landauer die menschliche Größe von Maria Baumann erkennt, dass er ihre Mitmenschlichkeit so hoch schätzt. Und ich glaube, dass das ein Motiv war, warum er diese Frau natürlich auch nicht enttäuschen wollte. Und schön ist es an diesen Briefen, er kann es auch formulieren. Er kann diese Wertschätzung und diese Hochachtung für diese Frau wirklich wunderbar formulieren. Er ist zurückgekehrt und hat 1955 Maria Baumann geheiratet, sodass man fast schon dazu geneigt ist zu sagen, es ist ein kleines Happy End.